Das hier ist ein Birdie. Genauer gesagt, es ist mein Birdie und ich liebe es. Es ist eines der besten Falträder, wenn nicht sogar Fahrräder, die ihr jemals hättet kaufen können. Also, weil es das nicht mehr neu so richtig gibt in Deutschland. Vielleicht findet ihr noch ein paar Restbestände bei Auftragsrad. Aber trotzdem habe ich so ein paar Probleme damit. Manche Punkte sind so ein bisschen Birdie-spezifisch, andere Punkte betreffen so gut wie alle Fahrräder mit kleinen Laufrädern wie dieses Rad hier. Und deswegen bauen wir das heute um. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und in diesem Video mache ich dieses Birdie zum besten Birdie der Welt. Naja, okay, wie auch immer. Und nebenbei werde ich ein paar Lösungen verbauen, die ihr wahrscheinlich noch nirgendwo anders gesehen habt. Und für diesen großen Spaß habe ich bummelig 2 Stunden Zeit, denn wir fahren morgen früh in den Urlaub und dieses Rad muss natürlich mit. Der erste Punkt ist die Ergonomie. Und da ist es so, dass die meisten Falträder ziemlich schmale Lenker haben. Das liegt daran, weil natürlich alles irgendwie dem Faltmaß hinten angestellt wird. Und das sorgt aber dafür, dass viele Falträder nicht so richtig tourentauglich sind, sich das irgendwie so ein bisschen anfühlt wie ein Spielzeug. Das Tolle ist aber, dass das Birdie hier oben und auch einige andere Falträder ein Standardmaß haben und ich somit auch Standardkomponenten verwenden kann. Wobei Esculap jetzt nicht unbedingt so richtig Standard ist. Esculap unterstützt dieses Video. Vielen Dank dafür. Esculap hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass du schmerzfrei auf dem Fahrrad unterwegs sein kannst. Und sie bieten dafür nicht nur einen Sattel an, sondern die komplette Bandbreite aller Komponenten, die irgendwie Einfluss auf deine Sitzergonomie auf deinem Fahrrad haben. Wir haben vor kurzem unser Riese und Müller Multitinker, unser Familienfahrrad, für unseren Einsatz optimiert. Und sowohl Lea als auch ich sitzen jetzt deutlich besser auf diesem Fahrrad. Ihr könnt das Video mal hier oben verlinkt sehen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Ergonomie, langweilig. Diesen Sattel habe ich mir ausgesucht. Das hier ist der Esculap 60X ErgoWave Active 2.2 in der Limited Metzger Edition. Und ich finde den ziemlich cool und auch so ein bisschen eklig, um ganz ehrlich zu sein. Auf jeden Fall arbeitet Esculap regelmäßig mit KünstlerInnen und SportlerInnen zusammen, um limitierte Editionen ihrer Komponenten zu bauen, die ihr dann auch kaufen könnt. Und ihr könnt auch hier dieses Profil erkennen. Esculap sind die Erfinder des Stufensattels. Wir haben hier oben eine Stufe, dann die Stufe, auf der man quasi drauf sitzt und dann hier vorne die flache Sattelnase. Aber bevor du jetzt losrennst und sagst, cool, den will ich auch haben, solltest du eine Sache machen: den Sitzknochenabstand messen. Diese Information brauchst du, um deinen perfekten Sattel zu finden. In meinem Fall ist jetzt dieser Sattel in 15 cm Breite optimal. Und falls du jetzt nicht weißt, wie du die Sattelbreite bestimmen kannst, dann geh mal auf den Link unten in der Videobeschreibung. Da findest du nämlich einen Link, wo du dir dieses Set hier holen kannst, den Esculap Ergonomie-Ratgeber, womit du dann auch deine Sattelbreite bestimmen kannst. Vielen Dank an Esculap für die Unterstützung dieses Projekts und wir ändern jetzt erstmal die Sitzposition. Warum ich jetzt so einen sportlichen Sattel genommen habe: ich sitze auf dem Birdie ziemlich sportlich und ich will es eben auch dafür verwenden, um im Urlaub oder wenn ich auf Reisen bin, so ein bisschen sportlich zu fahren. Deswegen sportlicher Sattel. Guck dir mal die Unterseite an. Und ja, dieser Sattel war schon mal auf einem anderen Fahrrad drauf. Wenn ihr wisst, auf welchem, dann schreibt es mal in die Kommentare. Position müssen wir natürlich am Ende noch anpassen. Um den Lenker zu tauschen, muss natürlich erstmal alles ab. Und da hatte ich jetzt wirklich die Qual der Wahl, denn Esculap bietet wirklich aus jedem Dorf einen Hund an, egal ob City bis hin zu Gravel und Downhill-Sport. Ich habe mich jetzt für den 310er Trekkinglenker entschieden. Der ist in der Standard-Ausstattung 720 mm breit. Wenn man es jetzt mal vergleicht, der ist deutlich breiter als der alte. Nee. Na gut, dann eben einmal ganz abbauen. Aber ist ja schon optisch eine andere Nummer, ne? Bremshebel wieder dran. Und jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Schalthebel noch nicht wieder dran ist. Der kommt auch nicht wieder dran. Ja, bei den Griffen, da habe ich auch nochmal eine Besonderheit. Denn das hier sind auch die Griffe,
die zu dem Sattel passen. Solche Trekkinglenker haben in der Regel eine einzige Griffposition. Bei längeren Fahrten möchte man doch ab und zu mal eine andere Position einnehmen. Um diese verschiedenen Griffpositionen einnehmen zu können, hat Esculap noch was anderes im Angebot, und zwar Inner Bar Ends. Die kommen halt in die Mitte und dann kann man hier so ein bisschen eine etwas schmalere Aero-Position einnehmen, die so ein bisschen an so einen Rennradlenker erinnert. Die eigentlichen Griffe kommen aber natürlich nach außen. Wichtig zu wissen, Esculap bietet fast alle Komponenten in verschiedenen Größen an, weil sie sagen, nicht jeder Mensch ist gleich und alle Menschen haben unterschiedlich große Hände, große Füße, große lange Beine etc. und unterschiedliche Sitzknochenabstände. Und deswegen brauchen die auch eigene Komponenten. Und dann hätten wir noch Pedale. Hier wiederum völlige Standardpedale von Riso Müller, die sie bei fast allen ihren Rädern anwenden. Hier habe ich ebenfalls was Tolles von Esculap bekommen, nämlich die 510. Und zwar sind das so Flip-Flop-Pedale, heißen sie, glaube ich, im Volksmund. Das sind Pedale, die auf der einen Seite Kliggis haben, auf der anderen Seite aber flach sind. Wie gesagt, ich möchte mit diesem Fahrrad auch mal eine sportliche Runde fahren. Und was euch vielleicht jetzt auch auffällt, die Achse ist sehr lang. Ich habe einfach sehr große Füße, deswegen habe ich hier die längste Achse genommen von diesen Pedalen. Das war mal ein anderer Schnack für meine 47 Latschen, ne? Der zweite Punkt. Cargo. Das Birdie hat einen Gepäckträger und der ist auch ziemlich gut nutzbar. Bis zu 10 Kilogramm kann er transportieren und da lassen sich auch Packtaschen dranhängen. Alles gut. Aber ich bin schon hin und wieder an die Grenze dieses Gepäckträgers gekommen und manchmal ist es halt auch einfach schöner, die Sachen nicht hinten zu transportieren, sondern vorne. Und das ist euch vielleicht schon aufgefallen, aber hier ist ein Brompton-Block dran. Und ich habe jetzt diesen Fahrer-Frontgepäckträger in der Limited Edition, die auch wiederum hervorragend zu diesen Griffen passt. Also besser kann es ja gar nicht gehen. Dieses Teil geht in den Shop von Auftragsrad, holt euch das für euer Birdie. Jetzt ist beim Birdie aber auch so, dass es keine Möglichkeit hat, irgendwas weiteres zu montieren. Und da kommt wieder die Frage hin, wie mache ich das auf Touren? Wie mache ich das dann irgendwie mit Getränken etc.? Und da habe ich mal so 3 Möglichkeiten gekauft. Einmal die Topic Versa Mount, der SKS Anywhere Adapter und die Fitlock Twist Unibase. Und die werde ich jetzt mal alle 3 hier dran bauen und mich dann entscheiden, welche ich am besten finde. Fangen wir mal mit dem Anywhere Adapter an. Das sind solche Klettstreifen, die auf der einen Seite gummiert sind, um am Rahmen oder an irgendwelchen Anbauteilen zu haften. Und die kann man dann in einem entsprechenden Abstand montieren. Hier ist jetzt ein Flaschenhalter montiert. Der würde wahrscheinlich mit dem Faltmechanismus in Konflikt kommen, wenn ich das Rad zusammenfalten möchte, aber es lässt sich halt relativ schnell ab und wieder anbauen und das wirkt schon mächtig stabil. Und auch diese Klettstrapsen halten erstaunlich gut. Also diese SKS-Dinger, die kriegen schon mal einen Daumen nach oben. Zweitens die Versa Mounts. Genau, erstmal wiederum den Flaschenhalter montiert. Okay, und dann muss man auf der anderen Seite hier mit solchen Inbus-Schrauben dann das Ganze festziehen. Das rausziehen, festziehen. Am besten diesen Schutz noch einmal rum, damit es auch nicht runterrutscht. Also es ist auch immer wichtig, dass ihr nicht die Anleitung lest von den Sachen, die ihr irgendwo dran baut. So, das hält schon mal. So, und dann wird das jetzt hier festgezogen. Zuziehen, weil das sind ja auch alles nur Kunststoffgeschichten hier. Ja, genau. Und der meldet sich dann auch, wenn es zu fest ist. So, das ist ebenfalls richtig fest. Also noch verrutscht fester auf jeden Fall als die SKS-Dinger, aber natürlich auch nicht so schnell montiert und demontiert. Also wenn ihr fix irgendwo Flaschenhalter montieren wollt, wo keine Flaschenhalterösen sind, ist das, glaube ich, ziemlich cool. Hier ist, glaube ich, nochmal wichtiger, dass es sich tatsächlich um ein rundes Rohr handelt. Für den Faltradeinsatz, wenn man das mal montieren möchte, mal abmontieren möchte, ist es nicht optimal. Deswegen Daumen so schräg nach oben. Und das dritte ist so eine Sonderlösung, wenn ihr Fitlock-Teile habt, also Flaschen oder irgendwelche Taschen. Was ist hier in der Verpackung drin? Auf der einen Seite solche Gummistrapsen mit Rasterung und dann das eigentliche
Fitlock-Teil. 1 Minute 37 Sekunden später. Soll ich die Anleitung lesen? Also hier wusste ich jetzt tatsächlich nicht, wo ich zuerst durchziehen soll. Vollständige auf der Website durchlesen. Finde ich nicht gut. Ah nee, das ist außen zuerst. Okay. Ja, jetzt zum Glück habt ihr es hier mit einem Profi zu tun, ne? Stell dir mal vor, ich wäre einfach nur so ein YouTuber, der ich da irgendwas erzählen möchte. Hä, aber wie soll man es denn jemals festziehen? Nee, dann mache ich das andersrum. Ja, ich glaube, so soll das. Und dann da. Aber nee, dann. Guck mal, nee, so kann das auch nicht sein, ne? Weil dann hakt das ja außen ein. Vielleicht funktioniert das an anderen Formen etwas besser als an so einem komplett glatten, runden Rohr. Oder halt mit Kabelbinder. Finde ich jetzt nicht hundertprozentig gelungen. Aber das liegt nicht an dem Teil hier an sich, sondern an diesen Strapsen. Okay, also, nee. Daumen eher nach unten. Vor allem ist dann ja auch nur möglich mit Fitlock. Ne? Cargo gelöst. Gehen wir zum nächsten Punkt. Offroad-Tauglichkeit. Ich bin mir des Umstands durchaus bewusst, dass es sich hier um ein Faltrad mit 18 Zoll Laufrädern handelt. Es also niemals wirklich Offroad-tauglich sein wird. Aber hier mit diesen, was haben wir hier? 40 mm, das sinkt schon bei leichtem Sand sehr schnell ein. Aber zum Glück gibt es von Schwalbe Alternativen in 18 Zoll. Und zwar einmal hier der neue Schwalbe Motion Big Apple in 18 Zoll und mit 50 mm Breite. Oder aber der Klassiker, der Schwalbe Billy Bonkers. Ebenfalls 18 Zoll, ebenfalls 50 mm Breite. Ich bin mir nur nicht sicher, welchen von beiden ich dran bauen soll. Eigentlich bin ich hier diese Tan-Wall-Reifen ein bisschen über. Allerdings wiegt dieser Reifen gute 70 Gramm weniger als dieser Reifen. Dafür hat der einen Reflexstreifen und der hat ein bisschen besseres Profil. Also ich glaube, für den Urlaub werde ich diesen Reifen hier montieren und wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, montiere ich diesen Reifen für den Alltag wieder. Click Valve. Ich hätte erwartet, dass es deutlich schlechter funktioniert. Es funktioniert aber ziemlich gut. Hier ist noch genug Platz zwischen Reifen und dem Schaltwerk hier in dem kleinsten Gang. Aber trotzdem ist es nichts, was ich so behalten möchte, denn ihr könnt hier sehen, dass das Schaltwerk hier deutlich über den Rand der Felge hinausragt und mir ist es schon mehr als einmal passiert, dass ich damit beim über eine Treppe heben, schieben, beim Fahren auch ab und zu irgendwo gegengeprallt bin, weil einfach das Schaltwerk hier sehr weit rausragt und hier sind auch schon Kampfspuren dieser Begegnung zu sehen und deswegen möchten wir da eine Lösung finden. Aber bevor wir das machen, müssen wir erst einmal eine Lösung für die Gesamtübersetzung finden. Erstmal ist mir die Übersetzung zu lang und ich wollte eben auch ein kürzeres Schaltwerk hier hinten haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, hole ich doch das hier. Das hier ist das Shimano QS RDU 4010. Und das klassifiziert Shimano als Super Short Schaltwerk. Das heißt, es ist gemacht für kleine Laufräder wie das Birdie hier. Es ist freigegeben für eine Kassette von 11 bis 39 Zähnen, also mehr als das, was Microshift zum Beispiel für die Ecolite freigibt. Ziemlich cool. Habe ich mir gedacht, hole ich mir dieses Set, kein Problem, baue hier eine größere Kassette dran, alles fein. Das Problem ist aber, das ist kein HG Shimano Freilaufkörper, sondern hier drauf ist eine 9 bis 32 Zähne Kassette. Also nix damit, einfach Kassette tauschen. Das Besondere ist jetzt aber, dass diese 9 bis 32 Zähne Kassette eine größere Bandbreite hat als eine 11 bis 39 Zähne Kassette. Allerdings ist jetzt mir das Ganze zu lang. Ich habe hier quasi eine 7-Gang-Schaltung mit 10 Ritzeln und das ergibt ja auch keinen Sinn. Und deswegen habe ich mir ein neues Kettenblatt besorgt und ich werde vorne die Übersetzung ändern, nämlich von 52 auf 48 Zähne und damit sollte sich die Gesamtübersetzung nach hinten schieben, also kleiner werden, was dann meinem Nutzungsszenario deutlich besser entspricht. Deutlich besser, oder? Dadurch, dass wir 2 Zähne rausgenommen, oder 4 sogar, 4 Zähne rausgenommen haben, hier vorne bei
dem Kettenblatt ist die Kette jetzt natürlich zu lang. Und deswegen müssen wir natürlich noch die Kette ein wenig kürzen. Aber bevor wir das machen, kümmern wir uns um das Hauptproblem, weshalb ich eigentlich dieses Schaltwerk hier dran bauen wollte. Und das ist der Punkt, dass hier das Schaltwerk einfach viel zu lang ist. Und dieses Problem haben tatsächlich nicht nur Birdies, sondern so gut wie alle anderen Fahrräder mit kleinen Laufrädern. Und jetzt kommt halt Shimano um die Ecke mit 9- und 10-fach, mit dem Qs hier. Aber wenn man das hier mal so daran hält, ist das schon mal erstmal deutlich größer als dieses Schaltwerk. Und wenn man es dann rauszieht, dann ist es gar nicht wirklich kürzer. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Microshift Advent Super Short Schaltwerk in Spanien bestellt. So sieht das aus und das ist ein deutlich kleineres Schaltwerk als das Qs. Das Problem ist aber, das Advent hier ist nur für 9-fach geeignet. Es gibt nur 9-fach Schalthebel dafür. Ich baue es trotzdem mal an. Und mal sehen, was es so macht, wenn man das Ganze mit einem 10-fach Shimano Schalthebel verbinden möchte. 2 Gänge. Hier hat der Shimano-Hebel nicht genug Zug, um das Advent-Schaltwerk auf das größte Ritzel zu bringen und wird natürlich auch in den Zwischengängen immer rattern. Und jetzt kommt der Punkt, wo dieses Projekt komplett scheitern könnte und ich dieses Rad morgen nicht mit nach Schweden nehmen könnte. Aber wir ziehen es jetzt durch. Das nehmen wir raus. Das hier nehmen wir raus. So, und den Zug nehmen wir komplett raus. Die brauchen wir nicht mehr. Also, wie mache ich das jetzt und warum habe ich mich bei dem 5. Punkt so zuversichtlich daran gemacht, diesen kompletten Schaltzuggedöns da irgendwie rauszunehmen? Das liegt daran, ich war im Internet bei AliExpress und habe das L2 AI-System gekauft. Das hatte ein Unternehmen namens Archer Components vor einigen Jahren schon mal. Die sind dann aber pleite gegangen. Und ich weiß nicht, ob L2 sich die Rechte gesichert hat. Die IP, auf jeden Fall gibt es das hier zu kaufen. Und was das macht, das konvertiert eine Kabel- oder eine bauenzuggebundene Schaltung in eine drahtlose Schaltung. Dafür gibt es dieses kleine Gerät hier und hier kann ein Zug eingefädelt werden. Dann ist hier ein Akku, der mit USB-C geladen wird. Der kann dann hier reingesteckt werden. Klack. Und dann gibt es hier eine kleine Bedieneinheit. Ist vielleicht nicht die hübscheste Variante. Jetzt können wir ja wieder diesen Bauenzug nehmen oder diese Zughülle. Wie ihr sehen könnt, wirklich nur ganz kurz. Und wieder zu kurz. Bisschen mehr Länge. Okay, das kann man doch schon mal so machen. Da. Das ist ja der Knaller. Out of the box funktioniert das schon so gut. Es ist doch der Hammer. Und guckt euch mal an, wie kurz das Schaltwerk ist und was das da schalten kann. Es ist gar kein so riesiges Schaltwerk notwendig, außer halt vielleicht für den Faltmechanismus. Bin mal gespannt, wie es jetzt faltet. Allerdings habe ich jetzt ein optisches Problem mit dem Fahrrad. Ich mag diese braunen Seitenflanken in Verbindung mit den grünen und lila Teilen überhaupt nicht. So ist doch viel besser, oder? Jetzt heißt es nur noch einladen und losfahren. Ist auch schon 12:30. Am selben Abend, nur später. Also, um das zu erreichen, musste ich noch ganz schön basteln.
Jetzt sind wir aus dem Urlaub zurück. Es hat also geklappt. Allerdings nicht so reibungslos, wie ich mir das vorgestellt hätte. Dazu später mehr. Aber ich bin in Schweden jeden Tag mit diesem Fahrrad gefahren. Ich habe Brötchen geholt damit morgens. Ich habe Strandkram zum Strand gebracht. Ich habe meinen Rucksack zur Astrid Lindgren-Welt gebracht. Und dieses Fahrrad hat richtig gut funktioniert. Dieser Sattel, so außergewöhnlich er aussehen mag, funktioniert super. Ich glaube, den hole ich mir noch mal für andere Räder, da er mir sowohl mit als auch ohne Polster in der Hose richtig gut passt. Der Lenker ist ebenfalls super. Der ist mir für dieses Fahrrad aber vielleicht ein bisschen zu breit. Also eventuell nehme ich da pro Seite noch mal einen halben Zentimeter ab. Auf die schönen lilanen Griffquetschdinger habe ich nun verzichtet, um etwas mehr Platz hier am Lenker zu haben. Ansonsten ist das mit den verschiedenen Positionen durch diese Inner Bar Ends aber sehr gelungen. Also schnell mal die Position zu ändern, ist tatsächlich auf solchen Strecken, auf kurzen und längeren Strecken tatsächlich angenehmer, als ich das vorher gedacht hätte. Die breiten Pedale, die sind mit normalen Schuhen richtig klasse. Mit den Klickpedalschuhen sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe meine Schuhe so angepasst, beziehungsweise die Cleats so angepasst, dass die möglichst weit auf der Innenseite sind, damit mein Fuß weiter rauskommt. Das heißt hier bei einem Pedal mit dieser langen Achse, dass dann der Fuß nochmal deutlich weiter außen ist als normal. Die an den anderen Rädern haben halt nicht so lange Pedalachsen. Der Frontgepäckträger war super hilfreich und den habe ich tatsächlich jeden Tag verwendet und auch teilweise so ein bisschen an die Belastungsgrenze gebracht. Was auffällt, wenn hier vorne Last drauf ist, dann gerät der Lenker sehr leicht ins Schwingen. Das Birdie ist halt nicht dafür gemacht worden, hier vorne noch Last drauf zu bringen. Da muss man also aufpassen, dass man immer beide Hände am Lenker hat. Bezüglich der weiteren Transportmöglichkeiten fand ich zwar das SKS-System am besten, damals noch in der Werkstatt. Das kam jetzt aber bei diesem Rad gar nicht zum Einsatz, sondern stattdessen habe ich diese Fitlock-Basis hier auf den Rahmen aufgebracht, sodass die Flasche genau vor das Faltschloss passt. Das ginge mit einem normalen Käfig nicht, weil man die Flasche ja natürlich nicht in Richtung des Lenkers rausbekommt, sondern das geht nur bei sogenannten Sideloadern oder halt mit dem Fitlock-System. Hier mit diesen verschiedenen Strapsen ist das natürlich keine schöne Lösung, aber sie ist praktisch. Die deutlich breiteren Reifen, die Schwalbe Motion Big Apple, sind richtig gut und geben deutlich mehr Sicherheit und Komfort, gerade dann, wenn es grob wird. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass der Ständer nun hier auf der Rückseite durch den größeren Reifenumfang natürlich etwas zu kurz ist. Und ich muss das Rad entweder entladen oder eben hier wie hier an so einer kleinen Schräge abstellen. Der Elefant im Raum aber natürlich, wie gut hat das mit dieser Schaltung geklappt? Und vielleicht fällt euch jetzt schon mal was auf, denn es hat gar nicht geklappt. Durch die Konstruktion des Microshift Advent Schaltwerks konnte ich das Birdie einfach nicht mehr klein genug falten, dass es in den Anhänger gepasst hätte. Und als ich das festgestellt habe, war es schon 1 Uhr und somit war ich gezwungen, wieder auf das ursprüngliche Schaltwerk zu wechseln. Neuer Zug, Hülle kürzen, dann hat aber alles hervorragend geklappt. Schnelle, sanfte, zuverlässige Gangwechsel. Die Bedienung des Hebels hier oben am Lenker ist an sich sehr elegant, weil er sich auch hier von den Inner Bar Ends aus bedienen lässt. Allerdings muss man für jeden Gangwechsel den Daumen so hier hochstrecken. Allerdings ist das nicht unbedingt eine natürliche Handbewegung. Die Akkulaufzeit von dem System war jetzt nicht blendend. Ich denke aber, es liegt hauptsächlich daran, dass ich vergessen hatte, den Akku für den Transport vom Fahrrad zu nehmen, weshalb das System über Stunden einfach immer gedacht hat, dass es irgendwie benötigt würde und sich selber eingeschaltet hat. Also gerade vor längeren Touren sollte man dieses System oder diesen Akku also per USB-C laden und oder den mitgelieferten Akku einstecken. Den Ladestand kann man dafür aber auch ganz entspannt hier über die L2-App checken. Dann können wir hier sehen, 94%. Vom Controller ist das allerdings nicht möglich, weil hier eine Knopfzelle zum Einsatz kommt. Aber das lässt sich hiermit auch einfach checken und auch komplett einstellen. Also wir können theoretisch auch hier über das Smartphone dann durch die Gänge schalten. Was mir aber passiert ist, am letzten Abend ist der Akku leer gegangen, mitten während der Fahrt. Und das auch noch am Scheitelpunkt der Tour. Und dann habe ich irgendwie verzweifelt versucht, noch ein paar Gänge höher zu schalten. Aus Versehen dann den Hebel in die falsche Richtung gebracht. Und schon war das Problem perfekt, denn ich war plötzlich im allerhöchsten Gang gefangen. Und ich hatte natürlich keinerlei Werkzeug dabei. Ansonsten hätte ich natürlich durch die Zugspannung das Schaltwerk auch in einen
einen höheren Gang bringen können und dann halt Single Speed nach Hause fahren können. Ich hatte jetzt nichts eingepackt. Ich konnte an einer Stelle den Akku allerdings für ein paar Minuten laden, sodass er wieder ein bisschen Energie hatte. Aber dann war er plötzlich in den untersten 4 Gängen gefangen und ging nicht weiter hoch. Ich musste dann das System einmal wieder komplett neu aufsetzen, um dann wieder alle 10 Gänge schalten zu können. Das sollte so natürlich nicht sein, aber jetzt bin ich vorbereitet und nehme das nächste Mal auf jeden Fall einen zweiten Akku mit. Und dann ist da natürlich das Thema des zu langen Käfigs und das ist halt gerade auf schottrigen Touren echt zu nah am Boden. Aber da habe ich eventuell eine Lösung. Die seht ihr aber in einem der kommenden Videos. Deswegen am besten jetzt abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Sagt doch mal in den Kommentaren, was ihr als erstes an den Rädern verändert, die ihr so bekommt. Und habt ihr eventuell ähnliche Änderungen an eurem Faltrad umgesetzt? Was könnte ich noch optimieren? Sagt es mal in den Kommentaren. Hier findet ihr ein Video von dem Tag, als ich das Birdie abgeholt habe. Hier könnt ihr abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.